Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video aus der Mutig Leben Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich bin deine persönliche Ermutigerin. Falls dies das erste Video dieser Reihe ist, das du dir anschaust, dann empfehle ich dir dringend, die anderen Videos ebenfalls anzusehen. Dann wirst du besser verstehen, wer ich bin, wo ich bin und was ich hier überhaupt tue. Für alle anderen, die schon mehrere Videos dieser Reihe angesehen haben, ich bin wieder zurück in Bali, nach 10 Wochen auf der Nachbarinsel Lembongan, wo ich Sonne, Sand, Meer und Strand in vollen Zügen genossen habe, um dem Regen hier in Ubud zu entfliehen, bin ich wieder in meinem Haus und genieße das Leben inmitten der Reisfelder. Das Thema, das ich dir heute näher bringen will, beginnt mit der Frage: Machst du dir manchmal Sorgen? Wenn ja, dann bleib unbedingt dran, denn ich will dir zeigen, wie du aufhören kannst, dir Sorgen zu machen. Das ist nämlich eigentlich ganz leicht. Also, lass uns mal schauen. Was sind Sorgen eigentlich? Im Grunde genommen sind Sorgen doch nichts weiter als eine Geschichte. Eine nicht sehr nützliche Geschichte, die du dir selbst erzählst. Sorgen sind eine Vermutung über die Zukunft. Eine Annahme darüber, wie eine bestimmte Sache ausgehen wird. Im Grunde sind Sorgen also selbstgemachte Angst. Und wenn man das so formuliert, dann kannst du wahrscheinlich sofort erkennen, dass das nichts ist, was man braucht. Es heißt ja auch nicht umsonst in der deutschen Sprache, man macht sich Sorgen. Dir Sorgen zu machen, heißt also, du produzierst das in deinem Kopf und dann in deinem gesamten Körper. Denn das fällt ja schließlich nicht vom Himmel. Also sich Sorgen machen ist tatsächlich ein sehr aktiver Prozess, der aus Entmutigung entsteht. Wenn ich nämlich ganz sicher bin, dass das klappt, was ich da vorhabe, wenn ich ganz sicher bin, dass alles gut ausgeht, wenn ich tatsächlich fest davon überzeugt bin, dass ich etwas schaffe, was immer es ist, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Dann weiß ich ja, dann bin ich ganz fest davon überzeugt und zuversichtlich in der Annahme, dass es gut sein wird. Wenn ich mir also immer wieder Sorgen mache, wenn meine Kinder im Auto sitzen, ob sie denn gut ankommen, dann ist es ja im Grunde genommen nichts weniger als ein massiver Zweifel an der Fähigkeit, entweder des Fahrers oder an der Fähigkeit der anderen Fahrer oder eben am Goodwill des Lebens oder meinetwegen des lieben Gottes. Das heißt, ich erzeuge aus einem Zweifel, aus einer Angst heraus, die in mir wohnt, etwas, das ich auf den anderen projiziere. Wenn ich also sorgenvoll die Wege meines Kindes beobachte und begleite und abends rufe, Gott sei Dank, du bist wieder gesund zu Hause angekommen, dann weiß dieses Kind überhaupt nicht, selbst wenn es schon erwachsen ist, was das heißt und wieso man sich überhaupt Sorgen gemacht hat. Da ist doch einfach jemand nur mit dem Auto von A nach B gefahren. Das Sorgenmachen ist also nichts, was irgendjemandem dient oder das womöglich für irgendetwas nützlich ist. Wenn du nun aufhören möchtest, dir Sorgen zu machen, dann fängst du im ersten Schritt an, dir klarzumachen, dass Sorgen etwas aktiv Hergestelltes ist. Lass uns mal sagen, wie Marmelade. Man braucht also Zutaten dafür. Bei Marmelade sind die Zutaten meist Früchte, Zucker, Hitze zum Kochen und manchmal ein bisschen Wasser. Als Zutat für deine Sorgen brauchst du vor allem einen großen Zweifel. Und ganz ehrlich, dein Zweifel ist nichts anderes als eine Form von Mutlosigkeit, also von Entmutigung. Wenn du also denkst, das kann der andere nicht, wenn du also denkst, das geht bestimmt schief, dann wirst du natürlich beklommen sein, dann wirst du natürlich ängstlich werden, dann wirst du letztlich sorgenvoll und bedrückt werden. Und das ist ein Zustand, den braucht genau genommen kein Mensch und der nützt auch niemandem. Also rein hormonell gesehen rutschst du dadurch in eine Stressreaktion. Und die schadet dir und deinem Körper massiv. Wir haben das im einen oder anderen Video dieser Reihe ja schon besprochen. Wer immer sich schon mal richtig dolle Sorgen gemacht hat, also zum Beispiel eine ganze schlaflose Nacht sorgenvoll um etwas verbracht hat, der weiß, wovon ich spreche.
Da altert man um Jahre. Wenn du also aufhören möchtest, dir Sorgen zu machen, dann mach dir bitte zunächst klar, dass du es bist, der die Sorge herstellt und nicht die anderen. Nicht die anderen machen dir Sorgen. Nein, die machen gar nichts. Die leben einfach. Die Sorgen, die machst du dir selber. Und das ist ehrlich gesagt, sorry, ziemlicher Quatsch. Wenn du allen Ernstes damit aufhören willst, dann hör einfach damit auf. Mach dir klar, dass in 99,9999% der Fälle immer alles gut ausgeht. Und dass auch in deinem Leben bisher in den allermeisten Fällen alles gut gegangen ist. Und mach dir auch klar, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass es auch diesmal gut ausgehen wird. Und wenn du dann doch irgendwann Sorgen haben solltest, weil tatsächlich etwas passiert ist, weil wirklich etwas schiefgegangen ist, dann nützt es nichts mehr, sich Sorgen zu machen. Dann solltest du dich zur Bewältigung dieser Herausforderung, zur Lösung dieses Problems fragen, was kann ich jetzt tun, damit es besser wird? Das sind genau genommen 5 Fragen. Was kann ich jetzt tun? Dazu mache ich demnächst nochmal ein tiefergehendes Video, um dir dieses Tool genauer zu erklären. Wenn du dir diese 5 Fragen, eine nach der anderen, in Ruhe, womöglich schriftlich beantwortet hast, dann wirst du keinerlei Sorgen mehr haben. Dann hast du vielleicht Beschäftigung und das ist auch gut so. Eine konstruktive Herausforderung zu bewältigen, eine Aufgabe zu lösen, das ist immer eine gute Sache. Da läuft dein Hirn zu Hochform auf. Sich Sorgen zu machen ist dagegen nie eine gute Idee, weil deinem Gehirn in diesem Zustand kaum noch einfällt, wie du heißt. Genau genommen ist es also schlichtweg Bullshit, sich Sorgen zu machen. Sorry. Also lass es einfach. Du tust dir und deinem Körper, deiner Seele, deinem Geist keinen Gefallen. Und deinen Mitmenschen, um die du dir solche Sorgen machst, tust du erst recht keinen Gefallen. Denn meist empfinden die das als belastend, hinterher als Vorwurf zu hören. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Warum rufst du denn nicht an? Insofern werden Sorgen manchmal auch als Machtinstrument missbraucht. Hüte dich also als Elternteil, als Partner, als Freund, als Kollege, als Verwandter, in diese Art des Machtmissbrauchs abzurutschen. Sei achtsam und vermeide diese Art von Kontrolle oder emotionale Herabsetzung. Sei stattdessen lieber hoffnungsvoll, zuversichtlich, optimistisch, glaube an den guten Ausgang. Das ist in jedem Falle sehr ermutigend für die anderen und natürlich auch für dich selbst. Das ist es doch schließlich, was wir hier bei Mutig Leben gemeinsam lernen wollen, oder? Dich selbst und andere zu ermutigen. Glaub mir, auf die Dauer wirst du durch die Anwendung der Tipps, die ich dir hier in dieser Videoreihe gebe, zu einem starken Ermutiger werden. Für dich selbst und für deine Mitmenschen. Und das ist wunderbar. Also mach dir bitte, bitte, bitte nie wieder Sorgen. Das ist einfach pure Energieverschwendung. So, ich denke, damit lasse ich es für heute bewenden. Ich denke, du hast jetzt genug damit zu tun, mal dein Gedankensortiment da oben ein bisschen auszumisten und in deinem Oberstübchen ein paar Dinge aufzuräumen, um all die sorgenvollen Gedanken, all die Zweifel auszumisten, und die Dreiviertel und Vierviertel nimmst du am besten gleich mit, damit du dich dann darin üben kannst, zuversichtlicher, positiver und damit auch ruhiger dein Leben zu leben. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und auch viel Humor, denn wahrscheinlich wirst du da manches Mal lachen müssen über die Art von Gedanken, die dir dein Gehirn so zwischendurch anbietet. Also ich fand diesen Prozess, als ich ihn vor vielen Jahren begonnen habe, überaus spannend. Und aus heutiger Sicht könnte ich mich darüber kugeln, was mein Kopf manchmal immer noch so ausspuckt, um mich in irgendeine sorgenvolle Situation zu treiben. Was ihm natürlich nicht gelingt. Also, mach das Beste draus. Hab noch einen wunderschönen Tag, einen sorgenfreien Tag. Ups, hier wird es jetzt gerade ein bisschen laut. Einen sorgenfreien Tag, und gib diesen Tipp gerne weiter an Menschen in deinem Umfeld, die sich gerne und oft Sorgen machen. Bye, bye, ciao, ciao und tschüss, bis bald, deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Ja, hier noch ein kleiner Nachtrag.
Das ist natürlich nicht mein Haus, wo ich dieses Video aufgenommen habe. Ich bin nicht mal sicher, ob ich das gut fände. Ich bin hier im Park. Das ist eine multifunktionale Begegnungsstätte, die, so hört man, ein russischer Milliardär hier für die russische Community und natürlich auch alle anderen zu Nutzen gebaut hat. Hier befindet sich ein riesiges Fitnessstudio, ein Megapool, mehrere Bars, Restaurants, eine riesige Lobby. Es gibt Konferenzräume. Und ich habe eben euch versprochen gehabt, dass ich euch immer mal zu besonderen Orten mitnehme. Und ich denke, das ist ein besonderer Ort. Das ist ganz nah bei meinem Haus hier in Ubud. Und ich zeige euch jetzt eben hier noch mal ein paar Bilder, dass ihr seht, was es hier in Bali sonst noch so gibt. Das nächste Video habe ich mir gerade vorgenommen, mache ich dann wirklich mal aus meinem Häuschen in Ubud. Das nimmt sich da deutlich bescheidener aus, aber ich liebe es trotzdem oder vielleicht gerade deshalb. So, macht es gut, nochmal bye bye, tschüss, bis bald. Eure Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Ciao, ciao.